Herzlich willkommen bei In die Ferne. Wir grüßen heute besonders alle Männer zwischen 45 und 65. Ihr müsst heute die jungen Wilden im Zaum halten in der Kommentarspalte, denn wir reden über Folgendes. Wie? Ich habe meine Menstruation auch auf Reisen? Sad no woman ever. Aber es gibt unterschiedliche Strategien, wie man das dann auf Reisen regelt, und darüber sprechen wir heute. Achtung, Disclaimer an alle Leute, die jetzt irgendwie diesen infantilen Reflex verspüren, gleich irgendeinen Quatsch zu diesen Fragen in die Kommentare zu hauen. Schluckt ihn runter, nutzt die Gelegenheit, bildet euch weiter, holt euch ein paar Infos, seid nett zu den Frauen in eurem Leben, habt Verständnis. Zu allen Frauenklamotten, zu denen, die wir jetzt hier gleich besprechen. In einer Facebook-Ausbaugruppe war das... In einer der Facebook-Ausbaugruppen ist das nämlich eine häufige Frage gewesen, zum Beispiel, was macht man denn mit diesen Menstruationstassen, wo entleert man die denn? Und dann wurde sich darüber kaputt gelacht, was für eine bescheuerte Frage das denn sei. Man würde ja auch nicht fragen, wo man hier seine Wichstücher entsorgen soll. Also über das Thema Wichstücher können wir natürlich auch demnächst mal gerne ein Video machen und darüber sprechen und das diskutieren, wo ihr die am besten entsorgen könnt. Dazu hole ich mir dann aber einen externen Experten und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch zu dem Thema schon am meisten recherchiert hat. Ne? Seid auf jeden Fall froh, dass euch das nicht direkt betrifft, sondern nur sekundär. Macht nämlich relativ wenig Spaß und ja, wir wissen natürlich auch, dass wir das Problem auf Reisen haben und da hat man nicht alles an Infrastruktur zur Verfügung, was man zu Hause zur Verfügung hat. Gibt aber ein paar Tricks oder zumindest ein paar Ideen, wie man sich das ein bisschen einfacher gestalten kann. Die Frage, wo entsorgt man das Zeug, kommt halt darauf an, was man benutzt. Ob man jetzt irgendwie so Baumwoll, Dingsbums, Watte, Klamottenprodukte wie Tampons oder Binden oder so benutzt. Classic, Restmüll, also erstmal in irgendwelche Müllsäcke packen und dann entsorgen. Classic über Restmüll. Und wenn ihr Tassen benutzt, ist immer die Frage, wo kippe ich das hin? Kippe ich das also kommt drauf an, was ihr habt. Ne? Ich würde es jetzt vielleicht nicht in eure Spüle kippen mit dem Abfluss, weil das Abflusswasser steht da ja die ganze Zeit. Es geht nicht in eine Kanalisation, deswegen vielleicht eher in sowas wie eine Toilette. Kommt dann drauf an, was für eine Toilette ihr habt. Wenn ihr eine Trockentrenntoilette oder so benutzt, ist es eigentlich egal, wo ihr das da reinkippt, ob in den Flüssigkeitsbehälter oder in den Trockenbehälter. Dann gibt es noch Leute, die benutzen so Unterwäsche extra dafür. Also alles, was nicht weggeschmissen werden soll oder erstmal, wenn ihr das länger mit rumfahrt, abgeschlossen in eine Plastiktüte, separat von anderem Zeug und dann klassisch entsorgen. Und ansonsten mit Wäsche gilt das Gleiche, separat in eine Tüte oder in so ein Dry Bag oder so und dann einfach zum Waschen bringen oder entsorgen. Es gibt noch Leute hier so Free Bleeding Fraktionen. Keine Ahnung, sucht euch ein geiles Feld, hockt euch da hin, buddelt ein Loch, whatever. Ihr seid richtig gut unterwegs bei dem Thema beim Reisen, würde ich sagen. Kennt ihr noch andere Methoden? Schreibt sie in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, die Herren wissen, dass es ein eigener Struggle ist und nehmen das ernst, wenn sie mit einer Dame unterwegs sind und nehmen Rücksicht und helfen, Probleme zu lösen. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, ihr werdet in diesem Video erfahren, ob ich weiter Kaffee trinke. Tue ich. Ah, guck mal, hier ist mein Schokoriegel, den habe ich schon gesucht. Ich dachte doch, ich habe den nicht gegessen. Egal. So, der liebe Ralf und die liebe Jutta vom Alltagsfluchtmobil haben uns unangekündigt ein Paket geschickt, über das ich mich sehr gefreut habe, weil es genau in dieser Kaffee-Challenge-Woche kam. Und zwar waren enthalten ein Paket Kaffee, ein Paket Tee und ein Tee-Ei. Tee natürlich für Henning, ne? Und den werden wir jetzt gleich probieren. Also nicht Henning kriegt den Tee, ich krieg den Kaffee. Und ich möchte mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken dafür. Auch generell, das ist mal die andere Art der Kaffeespende. Vielen, vielen Dank. Aber schickt uns jetzt nicht immer Pakete mit Kaffee oder so. Also ihr seid natürlich frei, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber nicht, dass zu viele von euch auf die Idee kommen. Ja, ich habe immer noch keine neue Flasche. Ihr habt mir so viele Tipps gegeben. Ich komme gar nicht hinterher, die alle zu sortieren systematisch und alles zu recherchieren, rauszufinden, welche am coolsten ist. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Tipps. Und wenn ich mich entschieden habe, lasse ich euch natürlich wissen, welche es geworden ist und warum. Dann machen wir dem Henning mal einen Tee. Auf geht's! Ja, und ansonsten natürlich hier, was hilft, das sind die gleichen Antworten und Fragen wie im restlichen Leben auch. Aber unterwegs hat man natürlich ein bisschen weniger Rückzugsräume oder so. Aber ihr habt ja hoffentlich alle eine Wärmflasche dabei, falls euch sowas hilft. Manchen Leuten hilft ja auch Kälte. Bewegung, sagen manche.
Das ist ideal beim Reisen. Kannst du eine Runde wandern oder spazieren gehen. Ansonsten schön einmummeln im Schlafsack oder Standheizung anmachen. Einen Tee machen. Ausnahmsweise mal einen Tee und keinen Kaffee. Ihr könnt auch einen Kaffee machen, wenn euch das hilft. Ich weiß schon, von wem ich da wieder einen Kommentar unter dem Video sehe. Alle Leute, die diese Free Bleeding Leute nicht kannten, werden sagen, was? Dann gibt es ja noch Leute, die benutzen so wiederverwendbare Sachen zum Auswaschen, aber da gilt das Gleiche wie für Wäsche. Ne? Im Rahmen von YouTube Next Up haben wir natürlich uns auch überlegt, was man produktionsmäßig verbessern kann, unter anderem beim Equipment, die Lampen, das Licht, und da hat Henning mal was besorgt. Guckt mal da hoch. Magnetisch halten die Dinger. Fällt mir natürlich. Und die fallen hier auch nicht so auf. Das sieht nicht so aus, als hätte ich hier extra Stativ mit Lampe und sonst was Softbox aufgebaut. Praktisch, sinnvoll und praktikabel muss es sein. Für alle, die jetzt nicht immer die ganze Zeit dann Zugang zu einem Waschsalon oder Waschmaschinen oder sonst wie haben, habe ich einen Tipp bekommen. Und zwar, wenn man einen Eimer dabei hat und es schafft, Wasser auf mindestens 60 Grad aufzukochen, dann kann man die Sachen auch darin waschen. Und wenn ihr diese Tassen benutzt, auf öffentlichen Toiletten darauf achten, ob Toilette und Waschbecken zusammen sind. Ansonsten könnt ihr es natürlich in die Toilette kippen und nur das Problem ist dann, wie wascht ihr das aus? Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man entweder kleine Feuchttücher oder so, es gibt auch spezielle extra für die Tassen zum Auswischen, aber immer, wenn ihr die Gelegenheit habt, wo Toilette und Waschbecken in einem Raum sind, da mit dran denken. Achso, ich muss deinen Tee hier mal rausholen, sonst stirbst du an Koffeinschock. Das riecht aber richtig gut. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Das war also Frage 1 von unserer neuen Serie. Vanlife-Fragen, die du dich nicht traust zu stellen. Wir haben noch ein paar in petto, unter anderem, wie geht man im Camper auf Toilette. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps zu diesem Menstruationsthema habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wir sorgen schon dafür, dass die ganzen Honks, die hier gleich eventuell ihren Bullshit ablassen, dass wir die schön im Zaum halten. Ne? Also liebe Grüße. Und ansonsten würde ich sagen, ich verlinke euch hier oben nochmal mein Toilettenvideo, damit ihr euch schon mal mental auf das Thema nächste Mal vorbereiten könnt. Und hier unten das Video, wo ich darüber erzählt habe, was so alles Gruseliges passiert, wenn man als Frau alleine unterwegs ist im Camper. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.